Herzlich willkommen zu Folge 8 der Lemken Bodentour. Wir melden uns heute aus dem tiefsten Osten Deutschlands. Und zwar sind wir in der Nähe von Gröden in Brandenburg. Die Region hier ist geprägt von Flussläufern und moorigen Böden. Und hier fühlen sich auch Wasserbüffel sehr wohl. Und die besuchen wir gleich auf dem Betrieb von Ralf Randorf. Und ich bin sehr gespannt, was der uns dazu erzählen wird. Hi. Schönen Du guten bist Tag. Rolf, oder? Genau. Hi. Gut. Wir hatten telefoniert, ne? Ja. Ja, schön hier zu sein. Vielen Dank erstmal. Gut hergefunden. Ja, doch. Ging Ein wohl. bisschen War eine weite Strecke, aber Ja gut, wenn man in der Gegend hier wohnt, zumindest übernachtet, ist nicht ganz so weit. Ja. Muss ich nur herfinden. genau, so ist es. Genau, schön. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns heute erwartet, vor allem mit den Wasserbüffeln. Ich habe auch schon ein paar Erfahrungen mit Wasserbüffeln. Ja. Und ich würde sagen, du stellst dich einfach erstmal kurz in die Kamera vor und dich und deinen Betrieb vor allem. Und dann sehen wir uns gleich. Okay. Okay. Ja, mein Name ist Rolf Randorf, bin Geschäftsführer der Schradenfrucht in Gröden. Seit nunmehr 30 Jahren gegründet. Am 2.10.91 aus einem ehemaligen LPG-Unternehmen haben sich mehrere Gesellschafter zusammengefunden und dieses Unternehmen landwirtschaftlich geprägt im Lohnbetrieb und Mutterkuhhaltung nebenher doch die Aufgabe gestellt, Land zu bewirtschaften. Wir sind mit 1500 Hektar Ackerland am Start und noch 400 Hektar extensives Grünland. Wir bearbeiten das in der Gemarkung Gröden und Merzdorf, die meisten Flächen, ein Teil Elsterwerda, ein bisschen was in Plessa. Also um uns drumherum haben wir ein Längen-Breiten-Verhältnis von 8 mal 9 Kilometer. Sind mit dem Standort hier in Gröden ein bisschen dezentral, das ist aber dem Ursprung geschuldet, dass wir hier oben unsere ganze Technik stehen haben. So, eine Sache noch, bevor wir gleich zur Hofführung übergehen. Und zwar haben wir immer ein Schild dabei, auf dem alle Landwirte, die bei unserer Bodentour mitmachen, unterschreiben. Und das hole ich mal eben raus. Ups. Dann machen wir das. So, hier einmal Folge 8 und euer Hofname, Schradenfrucht. Und dann kannst du auf dieser Seite unterschreiben. Ich gebe dir kurz einen Stift. Ja. So, vielen Dank für die Unterschrift. Gerne. Dann kann es eigentlich losgehen zur Hoftour, oder? Dann schreiten wir. Sehr gut. Ja, wir befinden uns hier in einer unserer Hallen. Wir haben ja mehrere auf dem Grundstück stehen und das ist eine Halle für Saatgutumschlag, für Lagerung, für Dünger. Speziell im Hintergrund ist noch das Rest-Saatgut, was in den nächsten Tagen bohnen muss. Wir haben noch 100 Hektar Tritikale zu bestellen. Hängen mit der Bestellung ein bisschen hinterher. Bedingt natürlich, dass die Flächen mit Mais noch stehen. Ja, das heißt, Und ihr macht jetzt Körnermais aktuell. Im Moment sind wir am Körnermais ernten und dahin oder in dem Zusammenhang ist natürlich noch zu bedenken, dass man eine bestimmte Menge nur zum Trockenwerk, was hier bei uns vor der Nase tätig ist, bringen kann, weil viele um uns herum auch noch Körnermais ernten. Da ist die Menge begrenzt und wir haben noch jede Menge auf dem Halm stehen. Und heute und morgen sind noch mal so eine Tage, wo man die Fläche erweitert. Dann läuft noch bodenschonende Bearbeitung für die Bestellung von dem, was hier im Hintergrund zu sehen ist. Getreideaussaat, ja. Und ihr seid weitestgehend eigenmechanisiert, oder? Wir sind, sagen wir mal, zu 80% machen wir alles selber. Ja. Mieten uns dann in Stoßzeiten und auch Lohnunternehmer dazu an, weil bedingt natürlich durch Witterung, wie beim Drusch, kommen nochmal Spezialisten dazu und Transporteinheiten verstärkt werden auch noch dazugeholt und damit schaffen wir das mit der kleinen Mannschaft von 5 Mann, die auf dem Acker im Grünland Das ist ja hantieren. überschaubar. Ja, das ist sportlich für die Jungs, Ja. das ist viel Arbeit. Das glaube ich. Die haben im Sommer viel zu tun, im Winter etwas mehr Freizeit. Ja, so wie es überall im Ackerbau ist. Ja, ist so. Und das Und, ist ein Mähwerk von dem, mit dem wir so arbeiten. Ja, wir haben fast 400 Hektar Grünland im extensiven Bereich zu mähen. Ja, Das ist mal satt 10 bis 14 Tage Arbeit, wenn nichts kaputt geht. Wahnsinn. Und das steht dieses Jahr zum Endberäumen auch noch an. Da ist schon noch wetterbedingt, auch naturbedingt. Naturschutzflächen sind bei uns so sehr sensibel. Man muss überall Tragfähigkeit gewährleisten und wegkommen. Und das sind jetzt aber 400 Hektar Dauergrünland, die ihr habt, Das ist oder? Dauergrünland, ja. Okay. Und was habt ihr dann im Ackerbau? Was habt ihr da für eine Fruchtfolge? Wir haben Mais
ist natürlich auch bedingt sehr viel mit dem Anbau bei uns, weil wir viel Gülle im Anfall haben. Ja. Unsere Tierproduktionsbetriebe haben viel Gülle im Angebot. Meistens natürlich eine Frucht, die es gerne mitnimmt. Getreide, Tritikale, Weizen, Roggen. Roggen auch, okay. Raps nehmen wir fruchtfolgebedingt auch mit, bis zu 200 Hektar teilweise. Erbsen verstärkt als Auffrischung. Früher hatten wir noch Futterbau mit drin, also Feldfrüchte in dem Sinne, also praktisch Weidelgräser oder sowas. Aber da wir dafür, dass wir viel Grünland haben, haben wir das dann umgebaut und nutzen das Grünland eigentlich für die Milchviehversorgung. Wir liefern zu an einen Betrieb, an einen Milchviehbetrieb. Okay. Das brauchen wir selber für unsere Tiere nicht. Das, was unsere Tiere brauchen, das liegt hier und draußen auf dem Hof in kleinen Siloballen. Das ist überschaubar, kleiner Rest. Ganz. Und das wird dann auf den Wiesen zugefüttert? Das wird teilweise, wenn wir noch die Weidepartie noch ein bisschen in die Länge ziehen wollen, dann füttern wir noch was zu, weil draußen machen sie am wenigsten Arbeit. Und ab Dezember steht nochmal eine Blutung an. Jedes Tier ab 2 Jahren muss an der Nadel Blut abzappen. Das findet dann so Mitte Dezember statt und dann sind sie im Stall. Ja, spannend. Sollen wir weitergehen? Können wir. Dann können wir noch ein bisschen mal sehen. Bitte. Sehr gut. Ja, wir stehen hier vor einem Teil unserer Technik. Wir sind ja weitestgehend mit eigener Technik ausgerüstet. Ja. Ein Teil davon sieht man hier im Hintergrund. Wir haben nicht alles, aber wir haben spezielle Einheiten, mit denen wir ständig arbeiten. Da steht bei uns ja auch nicht viel sinnlos herum. Denn wir haben wechselnde Bodenarten, von Sand bis zum Lehm über Moor. Da braucht man schon mal ein paar Spielereien, die man so ausprobiert. Ja, und auch ein paar verschiedene Sachen dann, ne? Genau, und da muss man nicht alles haben, aber Spezielles. Und Firma Lemken hat uns sehr gut gefallen in der Ausführung der technischen Gegebenheiten. Wir fliegen auch noch im Wesentlichen sehr viel. Ja. Also haben das fluglos, dann nehmen wir eigentlich nur einen Druckraum weg, dass man zum Herbst noch die Flächen bestellen kann, wo es passt. Und ein Teil ist hier, wie gesagt, zu sehen. Wir haben 5 leistungsstarke Traktoren im 200 PS-Bereich, die dann besetzt werden. Und ein paar kleinere für die Nachfeuerarbeiten wie Walzen und Wiesenbearbeiten und sowas in der Richtung. Und ihr pflügt komplett oder dann nur auf den nassen Ecken? Nee, wir versuchen schon viel zu drehen, weil das Wenden und Drehen ist doch spezieller, je nach Vorfrucht. Bringt uns mehr Punkte. Wir haben das eine Zeit lang mit fluglos probiert, ist nicht immer das Gelbe. Ja. Habt ihr hier Probleme mit Ackerfuchsschwanz und Co.? Wir haben alles. Durch den Gülleanfall, das ist ja Frischgülle, die hier ausgebracht wird, da kommt so viel Unkrautsamen mit dem Boden, die muss man eigentlich auch bearbeiten. Man kann nicht alles, das wollen wir nicht alles chemisch platt machen, aber einen Teil kriegt man mit dem Wenden schon hin. Und da ist das schon sehr speziell. Und gut so, denke ich. In was für einem Bereich bodenpunkttechnisch bewegen wir uns da, wenn du sagst, ihr habt sehr divergierende Böden? Wir haben im Schnitt 30 Bodenpunkte beim Acker und beim Grünland ist es etwas besser. Wir haben jetzt 2 Boden, muss ich ausholen. Das sind 2 Bodenordnungsverfahren hier am Laufen in unserer Region. Und da sind auch Bodenproben gezogen worden. In den 30er Jahren die Erstaufnahme und jetzt wiederholt die gleichen Punkte gefunden und die Flächen bewertet. Dadurch weiß ich natürlich, dass die Bodenpunkte sich beim Ackerland in einem Gleichgewicht halten und beim Grünland etwas aufgepeppt wurden. Warum auch immer, es ist aber so. Okay, aber der Schnitt haben wir von 18 bis 48 alles. Ja. Durchschnitt sagt dann um die 30. Ja. Okay, nicht schlecht. Im Niederschlagsbereich sind wir auch sehr sensibel unterwegs. Das sind so 500, 600, 650 mm Niederschlag im Jahr. Ja. Wir hatten auch schon Jahre, wo wir richtig schwimmen, wo wir an 700 dann rankommen, beziehungsweise nicht ganz 400. Das merkt man immer. Die Verteilung ist bei uns hier in den Orten sehr, sehr sensibel, sehr speziell. Also jeder Ort kriegt hier nicht so viel Wasser, wie wir es bräuchten. Bis jetzt hatten wir sehr viel Glück, aber auch wir kennen auch sehr trockene Jahre und auch das ganze Umgekehrte, sehr nasse. Okay. Also wir arbeiten hier in der Niederung, in einem Poldergebiet. Das sehen wir dann, wenn wir dann zu den Tieren fahren, beziehungsweise wenn man von hier aus startet, fallen wir 20 Meter in der Tiefe ab. Ach was, okay. Und da kann das schon mal richtig nass werden.
Ja, das glaube ich. Wir kennen alles. Sollen wir uns das mal angucken bei den Wasserbüffeln? Wir gehen erstmal zur Drillmaschine, weil Ja. was noch ansteht, kann Machen man wir zeigen, so. was wir hier drillen. Ist Ja. noch ein bisschen Vorbereitung und dann können wir auch so weiterfahren. Super, machen wir so. So, jetzt sind wir hier bei euch in der Werkstatt, wie man sieht. Und eine Solitär habt ihr auch. Schick. Wie viel Meter macht die? Die Drillmaschine haben wir seit, müsste ich jetzt schwindeln, vier Jahren. Die macht 9 Meter. Ja. Wir fahren ja im getrennten Bestellverfahren, also Bodenbearbeitung läuft vorab und die Maschine hinterher. Immer bedingt dadurch, weil wir nicht die große Maschine in einem Zug vorrätig haben, sondern das macht sich bei manchen Bedingungen ackermäßig gesehen schneller, wenn man mit einer Drillmaschine von der Last her separat drüber wegfährt. Ja. Wir sind sehr zufrieden damit. Flächenleistung passt. Natürlich in Abhängigkeit vom Fahrer, der das Ding gut bedienen kann. Machen wir für alle Maschinen, die wir haben, auch für unsere PKWs, den TÜV. Ja, nicht schlecht. Dann seid ihr gut aufgestellt. Ja, wie gesagt, wir sind 30 Jahre am Stück unterwegs, da hat sich schon was getan. Ja. Okay. Wasserbüffel? Jetzt an. Sehr gut. So, jetzt sind wir hier bei den Wasserbüffeln. Wir haben ja eben schon welche gesehen. Ne? Und du sagtest ja, auf 400 Hektar Grünland habt ihr jetzt hier Wasserbüffeln rumlaufen. Oder habt ihr davon auch noch einiges als oder Mähweidebewirtschaftung? Nee, wir haben 400 Hektar insgesamt extensiv genutztes Grünland und die stehen auf einer ausgesuchten 100 Hektar Größe, also Fläche. Und ganz speziell auf 30 Hektar, wo sie sich nur tummeln, wo Wasserlöcher sind, so wie man es hier sieht, wo sie mit dem Naturschutz im Einklang einen relativ großen Graben zum Baden haben. Der ist von hier aus ein paar hundert Meter weg. Sie lieben ja Wasser, ist ja der Begriff Wasserbüffel hat ja schon einen Zusammenhang. Ja, und das ist erstmal ihre Grundweide und wir können das auch erweitern, von hier aus gesehen. Ja, und ursprünglich kommen die nochmal woher, die Wasserbüffel? Wir haben die bezogen, ein Teil aus Italien, ein paar kamen von Rumänien und einige damals aus dem Westharz. Und dann haben wir in einer ganz kleinen Gruppe 2001 angefangen mit 5 Kühen und einem Bullen. Ja, im Moment sind wir, glaube ich, bei 110. 2001 habt ihr angefangen ja. erst. Okay, wie kamt ihr darauf? Unser Hoftierarzt, wir hatten ja damals Chevrolets und Uckermärker, also Fleckvieh, das Kreuzungsprodukt daraus. Die kam mit dem Landstrich hier nicht zurecht, weil das Futter fehlte. Hier sind ja viele Sauergräser dabei. Sieht man ja teilweise im Hintergrund, diese Binsen sind Bestandsbildner aufgrund der stauenden Nässe, die wir sehr oft haben. Typische Staunässezeiger. Ja, und das gibt es hier in Masse. Und da haben wir einfach angefangen mit einem Hinweis von ihm, da stand in einer Fachzeitschrift geschrieben, dass Wasserbüffel damit umgehen können. Das haben wir einfach probiert und haben dann vor 10, 12 Jahren komplett umgestellt. Weil wir keinen Platz dazu hatten, getrennt zu halten. Die kommen so von der Natur ja nicht so richtig zurecht. Also haben wir das eigentlich nur noch auf Wasserbüffel abgestellt. Und seit 2006 stecken wir in der Direktvermarktung und vermarkten den bei uns auf dem Betriebshof zu 100% selber. Zu 100%? Jo. Donnerwetter. Musste sich das erstmal etablieren oder wurde das sofort gut angenommen? Damals ein Hoffest als Anlass genommen und das erstmal bei den Verpächtern zu präsentieren und sind dann angefangen, auf Märkten rumzureisen, Wochenmärkten, Spezialmärkten, Sondermärkten, um das erstmal der Region zu präsentieren, weil es ja doch eine Spezialität ist, etwas Besonderes, nichts von der Stange, nichts vom Großmarkt. Ja. Und wir vom Verarbeiten bei sehr vielen Produkten, die wir haben, zu 100% den Büffel an sich. Außer bei der Bratwurst geht es nicht anders und bei den Pasteten. Das war unser Ansinnen, so viel wie möglich aus dem Tier in die Produkte zu stecken und das sollte auch einen Eigengeschmack haben, eine eigene Geschmacksnote bilden. Und ihr habt jetzt hier draußen dann Herden mit weiblichen Tieren und da kommen dann zur Saison dann Deckbullen dazu? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Die Herde, die wir jetzt hier haben, sind einschließlich Damen, die im letzten Jahr bedeckt wurden, die jetzt gekalbt haben, die sind jetzt fast durch. Ja.
Und in der Regel kommt dann im Frühjahr ein Bulle dazu, dass wir die Abkalbung eigentlich in der Weidesaison draußen haben und nicht im Stall. Weil es hier draußen natürlich logischerweise erstens viel mehr Platz und zweitens wächst das Kalb ja eigentlich mit der Natur auf. Ja. Also es gibt immer ein paar Ausreißer, die im Stall dann groß werden, weil irgendein Nachzügler später bedeckt wurde. Ist aber nicht Ziel. Die sollen hier draußen so lange wie es geht bleiben. Da füttern wir noch ein bisschen zu, um die Zeit heraus oder nach vorne zu schieben. Ja. Oder in den Herbst, fast Winter rein. Aber wir müssen einmal im Jahr die älteren Tiere bluten, Blut abzappen, und das geht hier draußen nicht. Da müssen sie schon die feste Behausung, und das ist dann der Gang zum Stall. Dann ist Schluss mit Weiden, Mitte Dezember meistens, weil da gibt es feste Termine, wo wir leisten und bringen müssen oder das erbringen müssen. Was sind das für Ställe? Sind das große Hallen einfach, wo sie dann alle zusammen drin rumlaufen? Oder sind das Buchten bzw. Boxen? Nee, wir haben keine Boxenhaltung in dem Sinne. Die bleiben in einer großen Truppe zusammen. Ja. Jetzt momentan noch mit den Kälbern und setzen im Frühjahr eigentlich die Truppe auseinander. Bevor der Austrieb in die Natur geht, bleiben die Kälber nach Männlein und Weiblein getrennt. Ja. Wir teilen die Gruppe eigentlich noch in 3 Passagen auf. Da sind die Schlachttiere für sich, da sind die Damen, weil der eine Stall das vielleicht von der Größe her nicht hergibt, noch ein bisschen off, sodass sich da keiner ins Gehege kommt und genug Platz ist zum, ja, ist ja mit Weidegang dran, auch in dem Stallbereich, dass sich da keiner ins Gehege kommt, dass es eigentlich entspannter läuft. Wie viele Jahre bleibt so eine Kuh bei euch? Solange wie der Kälber bringt und nicht verrückt wird im Kopf. Ja. 10, 12. Und natürlich auch gesund ist, ne? Tierkontrolle, wie stellst du das an auf so einer großen Fläche? Sicht. Ich fahre ja sehr selten mit dem Auto drin herum, weil das muss man den Tieren nicht antun. Ja. Ich habe ein Fernglas im Auto, sehe, was eigentlich wo in Bewegung ist. Ja. Und du bist ja auch Jäger, ne? Ich habe eben schon gesehen, hier stehen auch ein paar Hochsitze, ne? Kannst du von da dann auch schauen? Oder? Das kann man, ja klar, es ist alles rundherum mit Hochständen hier besetzt, dass man dann reingucken kann, aber drin rumvorwerken. Mit dem Auto will ich eigentlich nicht, um zu stören, außer wenn die Kalbezeit dran ist, dann müssen wir natürlich in gewissen Zyklen ran und die Kälber Ohrmarken reindrücken. Ja. Das ist auch kein Selbstläufer, das ist schon ein bisschen sportlich mitunter, das machen wir in den Zwangsgatter. Weil Mensch und Natur und Mensch und Material sind schon, und Tiere sind schon manchmal nicht ganz, ja, die muss man nur schützen, sonst kann man schnell mal sich das Bein brechen. Die sind ja dann ganz sportlich unterwegs. Das glaube ich, ja. Das heißt, ihr treibt die auch zum Aufladen jetzt, zum Beispiel, wenn die zum Schlachter gehen, dann treibt ihr die auch. Das ist ja nicht hier, die stehen ja im Stall, die Schlachttiere. Das wird ganz in Ruhe verladen auf einen Viehhänger, und dann versuchen wir dort so wenig Stress wie möglich zu machen, obwohl die Tiere genau wissen, wenn was anderes kommt. Aber eben in Ruhe liegt da die Kraft, und die muss man eben, die Zeit muss man sich nehmen. Ja. Also wir schießen nie auf der Weide, das ist bis jetzt nicht das Ziel. Wir fahren so extern zu einem Schlächter, der auch EU-zertifiziert ist. Aha. Das war auch so ein Muss, jemanden zu finden im Einzelbetrieb, also auch ein privater Schlächter. Ja, und dann liefern wir an und dann geht das seinen Gang. Ja, ist auf jeden Fall eine wahnsinnig interessante und natürlich auch eine Nische, um so nasse Standorte oder Moorstandorte auch entsprechend zu nutzen, ne? Jetzt habe ich natürlich auch mein Glas mitgebracht, denn ich brauche ja von jedem Betrieb eine Bodenprobe. Und vielleicht kannst du mir dabei behilflich sein und mir so ein bisschen Erde einfach hier reinfüllen, dass wir was von dem Moorboden hier mitnehmen. Ich nehme jetzt mal den Spaten. Ja, genau. Sehr gut. Ja, perfekt. Das reicht schon. Vielen Dank. Gerne. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, dann haben wir uns unseren Feierabend auch verdient, oder? Mal schauen, was da drauf liegt auf dem Tisch, auf dem Feierabendtisch. Ja, genau. Vielleicht kann man ja so ein bisschen Fleisch noch mal probieren. Schmeckt das sehr unterschiedlich im Vergleich zu normalem Rindfleisch? Jeder hat ja einen anderen Geschmack, das muss man auch rausfinden. Ja. Das, was ich jetzt mit habe, wo wir danach mal kosten werden, wenn wir am Tisch sitzen, ist schon, es sollte anders sein. Eigentlich zu 100% Büffel und nicht, was manche Mitbewerber machen, eigentlich nur den Namen in Prozenten geben und der Rest ist dann für andere Dinge. Mhm. Das war bei uns nie das Ziel. Wir wollen alles an Mann bringen. Und das sollte schon geschmacklich auch in eine andere Richtung finden. Ja. Und jeder hat andere Geschmäcker. Man trifft nicht jeden, aber ja, wir schauen. Genau. Ich gucke mal. Ja. Dann lass uns gehen. Genau. So, und hier ist jetzt die kleine Aussichtsplattform für Touristen.
Viele Leute kommen hier immer so her. Genau, das ist auch touristischer Wanderweg von der Kommune mit installiert. Schön für Radfahrer, Inlineskater und alle, die sich in der Natur gerne bewegen. Und hier kann man die Büffel im Sommer beobachten, wenn sie ihr Freibad nehmen. Die kommen auch gerne hierher, haben allerdings unterwegs auch sehr viele Möglichkeiten, wenn Wasser von oben dazu beitrug, die Plänken und den Graben zu füllen, beim Baden zuzuschauen. Und da passt die ganze Gruppe nicht immer alle rein, weil sie so viele sind. Dann geht es dann in Schichten. Und ja, nicht schlecht. Dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze schmeckt. Wir haben uns ja ein bisschen was mitgebracht. Soll ich einfach mal aufmachen? Kannst du. Was hast du uns denn hier mitgebracht? Da ist Salami drin, da ist Schinken und eine Auswahl von den Knackern. Ja, dann probiere ich doch erstmal hier Salami. Das Wesentliche und Wichtige ist dabei zu bemerken, dass das Original Büffel zu 100% ist. Plus Gewürze, was man so braucht. Also wir stehen auch zu dem Produkt, wenn 100% draufsteht, ist so 100% drin. Schmeckt sehr gut. Ja, richtig intensiver Geschmack. Es soll ja auch was anderes schmecken, besser oder anders sich auf dem Gaumen wieder tun. Das ist so gewollt. Okay, Fazit zum Tagesende. Was bedeutet der Boden denn jetzt für dich als extensiven Grünlandwirtschafter, aber eben auch Ackerbauer? Ganz einfach, wir leben vom Boden, wir leben mit dem Boden und von dem, was uns der Boden gibt. Insofern ist das jedes Jahr unterschiedlich, auch bei uns in unserer Region. Natur ist natürlich mit der zu arbeiten nicht ganz einfach. Das ist nun mal so. Man muss natürlich das Maximale mit dem Boden auch veranstalten, damit auch die Fruchtbarkeit erhalten bleibt und natürlich auch für lange Jahre später noch die nach uns oder nach mir kommen, dann auch noch Erträge erzielen, die passen. Und das ist dann auch quasi dein Wunsch für den Boden in Zukunft, dass diese Fruchtbarkeit eben über Generationen erhalten bleibt. Bei der extensiven Grünlandhaltung ist das etwas anders. Da ist ja der Aufwand sehr, sehr gering, den man machen darf. Aber im konventionellen Ackerbau, den wir hier betreiben, sollte man schon Fruchtfolgen einhalten und was für den Boden tun, damit man auch eine gescheite Ernte kriegt. Okay, dann würde ich sagen, lass dir auch noch was schmecken. Danke, ich werde mal die Salami kosten, neue Produktion. Ja, das ist sehr gut. Man muss hier mal mitkosten, was der Fleischer für uns so produziert.